Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Hier bin ich wieder. Was für ein wunderschöner Morgen, um zusammenzukommen, um uns zu erinnern, gemeinsam zu erinnern, dass Gottes Wille für uns vollkommenes Glück ist. Gottes Wille für uns ist vollkommenes Glück. Wie können wir wirklich sehen, oder welches Parameter haben wir, dass wir wissen, was Erwachen ist? Erwachen ist, was glücklich sein ist. Glücklich sein. So einfach, nicht zu wissen, die spirituellen Konzepte zu kennen, mit diesen spirituellen Konzepten Recht haben zu wollen, sondern willst du Recht haben oder glücklich sein? Das ist die zentrale Frage des Lehrplans. Wenn ich nicht glücklich bin, will ich noch Recht haben. Es ist so einfach. Wenn ich nicht glücklich bin, will ich über eine Idee Recht haben. Über mich selber Recht haben. Ich will Recht haben. Ich will beweisen, dass ich der bin, der ich eben bin, der ich zu sein scheint, glaube. Ich glaube, dass ich der bin, der leiden kann. Ich will beweisen, dass Gott falsch liegt und dass ich Recht habe. Und mit dem sind wir hier angetreten in der Welt, seien wir doch ehrlich. Wir sind hier angetreten mit dem festen Plan zu beweisen, dass Gott Unrecht hat und dass ich Recht habe. Dass es sehr wohl möglich ist, Gott zu ersetzen, zu usurpieren, wie es so schön im Kurs heißt. Zu mir selber zu beweisen, dass ich Recht habe, dass meine Geschichte des Leidens, des Verlustes, des Alterns und des Sterbens wahr ist, dass der Tod wahr ist. Und wenn der Tod wahr ist, kann es kein ewiges Leben geben, kann es keinen Gott geben, kann es kein Gegenteil geben von allem, das ist. Und so ist der Mensch süchtig, Mensch zu sein, Recht zu haben, mir zu beweisen, setze alle meine Kraft ein, alle meine Gedanken gehen in die Richtung, mir zu beweisen, dass ich wahrer bin als Gott. Oder könnte man sagen, dass dieses kleine Selbst wahrer ist als der Christus in mir. Das ist ein einziger Gedanke und dieser einzige Gedanke zeigt sich in so vielen Formen, zeigt sich im ganzen Menschsein, zeigt sich im Allen, meinem Denken, meinen Geschichten, in meinen Beziehungen, so wie ich mich mit der Welt beziehe, so zeigt sich das in jedem Augenblick, bis ich aus freien Stücken dazu komme, irgendwann zu sagen, genug ist genug. Der Schmerz, den ich mir selber zufüge, ist unaushaltbar, ist unerträglich. Es muss doch einen anderen Weg geben, außer des Schlafes, außer dieses Recht haben Wollens. Es muss doch irgendwas anderes geben, aber es kann niemand für mich machen. Ich habe meinen freien Willen. Es gibt einen freien Willen. Und den kann ich leben, solange ich will. Den kann ich erfahren. Für mich erfahren. Er kann nie wahr sein. Ich kann ihn nicht wahr machen. Ich kann natürlich Gott nicht ersetzen. Ich kann natürlich nicht einen anderen Willen neben dem Seinen machen. Ist natürlich, das Unmögliche ist nicht geschehen. Sagen wir ja immer wieder.
Ich bin nie traurig aus dem Grund, den ich meine. Ich bin nie niedergeschlagen aus dem Grund, den ich meine. Ich bin nie depressiv aus dem Grund, den ich meine. Ich habe mir eine ganze Welt da hinausgestellt, um mir zu beweisen, dass ich recht habe. Dass Gott auf mich vergessen hat, auf gut Deutsch gesagt. Dass er bei allen anderen ist, aber mich vergessen hat. Gott hat mich nicht vergessen. Es ist unmöglich, weil es keine Trennung gibt. Ich kann in diesem Augenblick nicht getrennt von ihm sein. Ich bin derjenige, der sich aus dem Himmelreich hinausgedacht hat. Aber es ist nur ein Denken, ich kann es nicht wahr machen. Deshalb spricht Jesus im Kurs von einem Traum, von einer wilden Halluzination. Es ist nur als meine Erfahrung möglich, in Wirklichkeit ist es aber nicht möglich. Gott sei Dank kann Gott nicht Gott sein. Gott sei Dank hat Gott kein Gegenteil. Gott sei Dank ist nur die Wahrheit wahr. Und bin ich immer noch eins mit ihm und kann einen einzigen Augenblick zum Willen Gottes erwachen, der vollkommenes Glück für mich ist. In einem einzigen Augenblick kann ich auch dem Recht haben wollen, zum Glücklichsein erwachen. Durch eine Aktion meines Geistes. Durch die Aktion zum Beispiel des Gebens, dass ich mich gebe. Dass ich nicht mehr haben will, dass ich erkenne, dass Geben seliger ist als Nehmen. Dass ich dem Gesetz der Liebe folge, wie die gestrige Lektion gesagt habe. Alles, was ich gebe, meinem Bruder gebe, gebe ich zuerst mir selbst. Und erkenne, dass mein Bruder ich selbst bin. Dass da draußen keinen gibt, der getrennt von mir ist. Mein Bruder ist mein Selbst und bietet mir die Möglichkeit an, wieder zu Gott zu erwachen. Mich von meinem Bruder zurückzuziehen, ist mich von Gott zurückzuziehen. Weil mein Bruder Teil Gottes ist, Teil der Schöpfung ist, mein Selbst repräsentiert. Liebe deinen Bruder mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein. Weil er mein Selbst ist, er ist meine Ausdehnung. Er bietet mir die Möglichkeit, mich zu erinnern, dass Gott mich nicht vergessen hat. Weil mich mein Bruder nicht vergessen hat, weil ich mich selber nicht vergesse. Ich vergesse mich selber nicht, wenn ich gebe, wenn ich ausdehne. Wenn ich hier bin, um wahrhaft hilfreich zu sein. Wenn ich hier bin, um Gott zu dienen, meinem Bruder zu dienen, dann vergesse ich mich nicht. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht, dass wir heute erinnern wollen, mein lieber Bruder? Morgen haben wir schon den 3. Adventssonntag. Wie schnell geht es doch? Und doch erinnern wir uns immer wieder an die Herrlichkeit Gottes, an seine ewigen Gaben, die wir jetzt teilen. Und durch das Teilen erkennen wir, dass wir sie erhalten haben. Es ist ein ewiger Kreislauf von Geben, Nehmen. Das ist, was Schöpfung ist. Geben, teilen, erfahren, dass es bereits gegeben worden ist. Das ist der ewige Kreislauf der Schöpfung. Es ist die ewige Wahrheit. Das ist, was Gottes Willen für uns ist, vollkommenes Glück. Es ist das Vergehen dieser Idee des Rechthabenwollens. Ich will Recht haben. Ich will was nur für mich alleine haben. Das ist, was Recht haben ist. Nein, alle Gaben wurden im ganzen Universum gegeben. Meinem Bruder genauso wie mir. Danke, mein lieber Bruder. Danke für deine Erinnerung. Dass du mir die Möglichkeit gibst, mich auszudehnen, mich zu geben, mich zu verschenken. Und dadurch schenke ich mich mir selber. Das ist das größte Geschenk. Es ist wunderbar. Das ist, was ein Wunder ist.
Wunder werden von denen gegeben, die momentan mehr haben, für die, die momentan weniger haben oder sich weniger erinnern, könnte man sagen, dass sie bereits alles haben. Und so erinnern wir uns heute, dass wir alles haben. Und ich umarme dich und wünsche dir einen wunderschönen Tag in dieser göttlichen Erinnerung, in diesem Licht des 3. Adventssonntags, Wochenendes. Geben ist, was Erwachen ist. Danke, mein lieber Bruder. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und wir sind eins in Gott im Himmel, niemals getrennt. Gott hat uns nicht verlassen und nicht vergessen. Danke, ich umarme dich.